Es gibt so viele Zeichenbücher. Und wenn du wissen möchtest, welche von diesen ganzen Büchern mir weitergeholfen haben, dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig. Leider gibt es meiner Meinung nach vor allem schlechte Zeichenbücher. In diesem Video zeige ich dir ein paar Totalausfälle, über die ich mich wirklich geärgert habe, 2 meiner absoluten Lieblingsbücher, die mich wirklich richtig gut vorangebracht haben, ein paar Manga-Bücher und am Ende gibt es ein Buch für Fortgeschrittene, was man auf jeden Fall kennen sollte. Das sind die Bücher, über die ich mich wirklich geärgert habe. Zuallererst wäre dieses Buch hier, Skizzieren im Handumdrehen. Damit dachte ich eigentlich, dass man skizzieren lernt. Ich bin ganz ehrlich, bis vor kurzem habe ich nicht verstanden, was eine Zeichnung zu einer Skizze macht. Aber abgesehen von einer hübschen Bastelanleitung für ein Skizzenbuch und ein bisschen zum Material, geht es in diesem Buch eigentlich nur darum, wo und mit welchen Medien der Künstler seine Skizzen gemacht hat. Es ist in meinen Augen ein Artbook zur Inspiration, bringt aber eigentlich niemandem etwas, der wirklich etwas lernen möchte. Kurz und knapp ist eine Skizze nichts anderes als eine Übung. Ein Test, bei dem es nicht darauf ankommt, die Striche richtig zu setzen. Theoretisch musst du nicht mal radieren. Es geht nur darum, Posen und Kompositionen zu testen und Proportionen zu üben. Aus dieser Buchreihe habe ich zum Glück nur ein Buch gekauft. Die Kunst des Zeichnens. Ich hatte so viel Gutes über diese Reihe gehört, dass ich fast noch mehr davon gekauft habe. Ich habe es zum Glück sein lassen. Auf den ersten Blick fand ich die Zeichnung super und habe mich so über die Erklärungen der einzelnen Schraffuren, Grauwerte und Strukturen gefreut. Es wird wie in jedem anderen Buch auch erklärt, wie man ein Motiv aufbaut. Grundformen zeichnen und dann ausbauen. Sehr oberflächlich wird erzählt, wie man verschiedene Medien anwenden kann. Um das zu verstehen, musst du die Medien aber schon kennen, sonst verstehst du nur Bahnhof. Nach ein paar Jahren habe ich diesem Buch noch eine Chance gegeben und mich an die Pferdeseiten gemacht. Es ist so oberflächlich erklärt, dass es mir absolut nichts gebracht hat. Pluspunkt ist, dass es erklärt, dass Abpausen kein Mogeln ist. Aber dafür muss man kein teures Buch kaufen. Nach diesen Enttäuschungen habe ich mir nie wieder Zeichenbücher für Anfänger gekauft. Allerdings hatte ich das Zeichnen sowieso für viele Jahre aus den Augen verloren und eigentlich so mehr oder weniger halbherzig hier und da mal ein paar Bilder gemalt. Jetzt geht es aber zu meinen absoluten Lieblingszeichenbüchern für Anfänger. Ich bin der Meinung, dass du die auf jeden Fall kennen solltest und wenigstens davon gehört haben musst. 2019 habe ich das Zeichenbuch überhaupt gefunden. Garantiert zeichnen lernen. Und der Titel ist nicht gelogen. Ich fand ihn erst ein bisschen überheblich, aber es stimmt. Mit diesem Buch habe ich so einen extremen Sprung gemacht, was meine Zeichenfähigkeit angeht. Das ist der Wahnsinn. Das Buch stellt die Behauptung auf, dass jeder uneingeschränkt zeichnen kann. Und ich bin absolut der Meinung, das stimmt. Um das zu beweisen, musste ich ganz am Anfang einige Zeichenübungen machen mit meinen aktuellen Fähigkeiten. Als Beispiel hier einmal meine Hand ohne Wissen. 10 Tage später sah das Ergebnis schon so aus und ich war noch nicht mal bei der Hälfte von dem Buch. Wie du sehen kannst, gibt es in diesem Buch sehr viel weniger Bilder und mehr Text. Das liegt daran, dass nur ein sehr kleiner Teil echte Erklärungen zum Zeichnen an sich sind. Der größte Teil des Buches befasst sich damit zu erklären, warum wir Menschen uns so schwer damit tun, gut zu zeichnen. Es erklärt recht wissenschaftlich, wie unser Gehirn funktioniert. Vor allem, wie es dafür sorgt, dass wir Dinge falsch sehen, wenn wir uns nicht konzentrieren und nicht richtig hingucken. Es ist eine Anleitung, damit umzugehen und gefüllt mit Tricks umzuschalten und richtig hingucken zu können, sodass du automatisch besser zeichnen kannst. Um das Ganze nochmal zu untermauern, habe ich hier Skizzen für euch. Einmal bevor ich angefangen habe, das Buch durchzuarbeiten und einmal von danach. Dieser halbe Pferdekopf sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Ich weiß, wenn du noch ganz am Anfang stehst, wirst du sagen, was ist das Problem, das sieht doch gut aus. Aber als ich mit diesem Buch durch war, habe ich das hier gezeichnet. Es ist eine Fotovorlage, ja, aber ich hätte das niemals hinbekommen, wenn ich nicht gelernt hätte, wie man richtig hinguckt. Wenn ich mir die Zeit also wirklich nehme, kann ich von Fotos abzeichnen, was ich will. Es gibt allerdings eine Sache, die du mit diesem Buch nicht lernen kannst.
Und das ist die Fähigkeit, dir selber Motive auszudenken. Dafür kann ich dir dieses Buch ans Herz legen. Für mich persönlich war leider nicht mehr so viel Neues drin, aber vor ein paar Jahren wäre dieses Buch genau das, was ich als Anfänger gebraucht hätte. Es ist kein klassisches Schritt für Schritt zum gewünschten Motivbuch. Für mich macht dieses Buch schon am Anfang eine Sache richtig. Der Autor geht nicht direkt in langweilige Fakten, sondern er motiviert dich. Er erzählt, wie lang und steinig der Weg wirklich ist anhand seiner eigenen Bilder und Erfahrungen. Die Erklärungen sind tiefgründiger und es wird endlich erklärt, wozu ich diese ganzen langweiligen Übungen überhaupt machen muss. Die Anatomie des menschlichen Körpers wird anfängergerecht erklärt. Könnte ich die Proportion nicht schon im Schlaf, hätte ich sie spätestens jetzt gelernt. Helfen wird mir dieses Buch aber auf jeden Fall noch beim Thema Männerzeichnen. Meine sehen nämlich immer aus wie Frauen. Am meisten geholfen haben mir aber die Motivationen. Ich kann sagen, dass ich erst durch dieses Buch wieder mutig geworden bin und damit leben kann, wenn eine Zeichnung mal schlecht wird. Jedenfalls meistens. Am meisten gekauft habe ich Bücher fürs Manga-Zeichnen. Leider war ich allerdings in einem Kaufrausch und habe sie mir nur halb angeguckt. In vielen von diesen Büchern steht leider komplett dasselbe drin und das, obwohl sie aus derselben Reihe sind. Darüber habe ich mich schon echt doll geärgert. Aus meiner Sammlung zeige ich dir jetzt meine absoluten Lieblingsbücher. Die vermitteln meiner Meinung nach sehr gut das Wissen und haben mich sehr gut weitergebracht. Das erste, älteste und wichtigste Manga-Zeichenbuch für mich ist dieses hier. Zeichentechnik Aufbaukurs. Mit diesem Buch Manga Zeichnen leicht gemacht, Zeichentechniken Aufbaukurs, habe ich vor allem gelernt, wie einfache Schatten im Manga funktionieren und wie man Effektlinien nutzt und zeichnet. Theoretisch bekommst du auch sehr gut erklärt, wie du Rasterfolie benutzen kannst, aber das war nichts für mich, weil Rasterfolie in Deutschland echt teuer ist. Jedes Thema ist sehr detailliert erklärt, sodass ich das als Anfängerin verstehen und umsetzen konnte. Zum Thema Schatten gibt es hier sehr viele Referenzbilder, auf die ich am Anfang immer wieder geguckt habe, wenn ich ausgemalt habe. Das zweite Buch, was ich richtig gut finde, richtet sich an Menschen, die einen eigenen Manga zeichnen wollen, also an mich. Es ist sogar von links nach rechts geschrieben. Neben Story, Charakteren, Tipps für Gefühlsdarstellungen und Komposition werden in diesem Buch vor allem verschiedene Genres korrigiert. Du bekommst einen Ausschnitt gezeigt und im Anschluss wird dieser korrigiert und anhand der gemachten Fehler sollst du lernen, wie es richtig geht. Ich fand dieses Buch sehr beeindruckend und werde es zu Ende lesen, wenn meine Story soweit ist, dass ich sie korrigieren kann. Bei den Korrekturen geht es vor allem darum, aufzuzeigen, was man alles falsch machen kann und wie man dem Leser besser verdeutlichen kann, wie die ganze Szene eigentlich funktioniert, was genau passiert und welche Logik dahinter steckt. Man stellt sich Manga-Zeichnen immer sehr, sehr leicht vor, ist es aber nicht. Und zum Schluss möchte ich dir noch ein Buch für Fortgeschrittene zeigen. Dieses Buch ist die Fortsetzung von Zeichnen Like a Sir. Und gerade wenn man große Artworks machen möchte, wo menschliche Posen drin sein sollen, die man sich selber ausdenkt, weil man ja zum Beispiel nicht immer für alles eine Referenz haben kann, genau dafür ist dieses Buch. Im ersten Buch wurde die Anatomie nur grob angeschnitten. Das war schon gut für den Anfang. Wenn du aber richtig gut und eher realistisch Menschen zeichnen willst, ist dieses Buch genau richtig. Am Anfang gibt es ein paar einfache Übungen, an denen du testen kannst, ob du schon soweit bist. Motivation und Tipps zum Besserwerden und dranbleiben gibt es auch wieder. Keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich kann mir sowas gar nicht oft genug durchlesen, um wieder Mut zu bekommen, weiterzumachen. Was ich an diesem Buch besonders spannend finde, ist, dass der Autor anhand einiger Posen sehr detailliert zeigt, wie man Körper in einfache Form aufteilen kann. Alle Körperteile sind sehr genau beschrieben und am Ende findest du Referenzfotos, mit denen du üben kannst. Am Ende solltest du in der Lage sein, besser von Referenzen abzuzeichnen. Wenn du dich gut mit 3D-Form beschäftigt hast, bist du auf jeden Fall in der Lage, deine eigenen Posen zu entwerfen. Für mich ist dieses Buch daher ein kleiner Schatz in meiner Sammlung. Falls du ein Zeichenbuch kennst, was hier nicht genannt wurde, was dich persönlich sehr gut vorangebracht hat, schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Mich würde wirklich interessieren, welches der Bücher du vielleicht sogar schon kennst. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es dir mit dieser Auswahl ein wenig leichter gemacht habe, dich für ein Zeichenbuch zu entscheiden. Lass auf jeden Fall ein Like für dieses Video da, um mich und diesen Kanal zu unterstützen. Wenn du neu bist, abonniere den Kanal, um keine weiteren Zeichentipps zu verpassen. Und falls es ein Thema gibt, was dich ganz besonders interessiert, schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Wissen aneignen kann sehr viel helfen.
Übung ist aber nach wie vor das A und O. Deswegen nicht vergessen, no pain, no gain.